Ich begrüße euch zu meinem YouTube-Kanal Fotofilmdesign. Mit Tutorials über das Digitalisieren von analogen Fotofilmen möchte ich euch Arbeitshilfen anbieten. In diesem Beitrag behandle ich folgendes Thema. Von diesem Material werden wir im Beitrag ein Bild bearbeiten. Zur Gegenüberstellung und besseren Erklärung sehen wir hier ein Material, welches deutlich besser aufgenommen wurde. Betrachten wir nun die Materialien auf einen Leuchttisch. Oben haben wir das normal belichtete Material und unten den überbelichteten Film, deutlich mit seinen Schwärzen zu erkennen. Nun kommen wir zur Bearbeitung. Hierfür starten wir als erstes das Programm für die Digitalisierung und im Anschluss gleich das Programm für die Bildbearbeitung. Dieses benötigen wir im weiteren Verlauf des Beitrages. Nachdem wir wieder zum Scan-Programm gewechselt haben, kann der zu bearbeitende Filmstreifen eingelegt werden. Als erstes wird eine Voransicht aller Bilder, die sich auf dem Streifen befinden, erstellt. Hier wählen wir nun das Bild aus, was wir bearbeiten möchten. Und im Anschluss erstellen wir eine Voransicht des Bildes für das Scan-Programm. Schon beim Aufbau des Vorschau-Scans erkennen wir, wie überbelichtet dieses dunkle Bild ist. Es wird sehr hell dargestellt. Für die Digitalisierung und weitere Bearbeitung wählen wir den 16-Bit HDR RAW-Modus aus, um keine Informationen zu verlieren. Darüber hinaus aktivieren wir zusätzlich den Multi-Exposure-Modus, kurz ME. Dabei wird das Bild mehrfach mit unterschiedlichen Belichtungen digitalisiert und die Informationen zusammengefasst, ähnlich wie bei der HDR-Fotobearbeitung. Haben wir das nun alles eingestellt, dann kann der Scan gestartet werden. Zuerst überprüft der Scanner den Schärfepunkt noch einmal, führt dann als erstes einen normalen Scan aus. Und im Anschluss kommt noch der ME-Scan. Die Informationen der verschiedenen Scans werden zusammengefasst und in einer Datei gespeichert. Kommen wir nun zu dem Teil, bei dem wir zusätzlich in den Digitalisierungsprozess Änderungen vornehmen. Dazu gehen wir in die Einstellungen im Bereich Spezial. Dort kann unter analoge Verstärkung die Lichtintensität verändert werden. Dies ist jedoch in der Negativbearbeitung nicht möglich, es ist ausgegraut. Um diese Funktion zu aktivieren, muss im Programm von Negativ auf Positiv umgeschaltet werden. Danach kann die analoge Verstärkung vorgenommen werden. Dazu stellen wir den Wert auf 200. Dies ist abhängig von der Dichte des Materials. Im Anschluss kommen noch Warnhinweise. Bei einem neuen Vorschau-Scan können wir erkennen, dass wir nun mehr Informationen in den dunklen Bereichen erfassen.
in positiver Betrachtungsweise des Negativbildes. Im Anschluss kann schon der finale Scan durchgeführt werden. Dieser läuft ähnlich ab, wie wir den schon durchgeführt haben. Zuerst Schärfe und dann die beiden verschiedenen Scans. Dabei fällt auf, dass der ME-Scan deutlich langsamer durch das Bild fährt, damit mehr Licht auf den Film fällt. Für diese Bearbeitung sollten wir auf jeden Fall mehr Zeit einkalkulieren. Aber der Aufwand lohnt sich auf jeden Fall. Jetzt liegen nun zwei unterschiedliche Bilddateien vor, die in Silverfast HDR Studio identisch bearbeitet werden. Zuerst laden wir die beiden Bilder in das Programm. Im ersten Bild stellen wir nun die Bearbeitung auf 16-Bit ein. Diese Einstellung kopieren wir im Anschluss auf die andere Bilddatei. Beim ersten Betrachten des Histogramms der beiden Bilder fällt uns noch kein großer Unterschied auf. Um den Unterschied deutlich zu machen, muss noch die Information weiter begrenzt werden. Beim Scannen werden die gesamten Informationen von 0 bis 255 gespeichert. Die hier relevanten Daten liegen jedoch im Bereich 220 bis 253. Diese Begrenzung wird nun auch wieder auf die andere Datei übernommen. Beim erneuten Betrachten vom Histogramm erkennen wir nun einen deutlichen Unterschied der beiden Dateien. Bei dem zweiten Scan rechts im Bild mit der höheren Belichtung im ME-Scan sind deutlich mehr Informationen erfasst worden. Zusätzlich verändern wir nun den Kontrast und die Mitteltöne der Bilder. Dadurch sehen wir noch mehr Informationen, vor allem beim modifizierten, helleren Scan. Im Bild sieht es wie folgt aus. Als erstes betrachten wir den Negativscan, bei dem keine Veränderung vorgenommen wurden. Er ist viel heller und flauer gegenüber dem zweiten Scan, bei dem wir mit mehr Licht gearbeitet haben. Gerade im Bereich der Wasserspiegelung ist der Unterschied deutlich zu sehen. Hier haben wir nun die Gegenüberstellung der finalen Bilddateien. Die Gräser am Ufer oder die Spiegelung im Wasser sind in dem modifizierten Scan deutlich zu sehen, ohne dass wir das Filmkorn stärker sehen. In dieser Ansicht ist das Bild auf Original-Pixelgröße gestellt, in einer Videosequenz, die auf 1920 x 1080 steht. Im Ufer und im Wald können mehr Details erkannt werden, bedingt durch die bessere Abstufung, die beim Scan erfasst werden konnte.
Auch hier in der Wasserspiegelung mit den Bäumen sind mehr Informationen aus dem Material erfasst worden. Ebenso sind die Gräser im vorderen Ufer besser voneinander zu unterscheiden. Diese Änderung im Scan-Programm ermöglicht einem, dunkle Materialien noch so zu digitalisieren, um möglichst viele Informationen zu erhalten. Dieses erfordert aber manuelle Arbeit für jedes einzelne Bild. Eine lohnende Arbeit. Zum Schluss den Film nur noch auswerfen. Ich bedanke mich, dass Sie den Beitrag angeschaut haben und würde mich freuen, wenn Sie den Kanal abonnieren. Ihr Fotofilmdesign. Weitere Beiträge folgen.